Hallo liebe Freunde, Jura aus Irkutsk begrüßt euch ganz herzlich. Heute ist der 3. November, Sonntag, und wir haben heute draußen relativ angenehmes Wetter. Die Hauptsache, die Sonne scheint, auch wenn es draußen kühl ist, etwa bei 0 Grad, aber viel Sonne verleiht mir gute Stimmung. Ja, wie bekannt, die Sonne gibt Optimismus. Bei viel Sonne will man leben. Und ich genieße den heutigen Tag, bis der Winter eingetroffen ist. Ich rechne mit dem richtigen Schnee etwa in 2 Wochen, also Mitte November, muss es richtig schneien, obwohl es schon geschneit hat. Aber der Schnee ist wieder weg, weil die Erde noch warm ist oder war, besser gesagt. Und bald kommt der Winter und man muss sich warm anziehen. Man muss mehrere Kleidungsstücke anhaben. Das ist der Nachteil des Lebens in Sibirien. Ja, bevor man auf die Straße geht, muss man sich anziehen. Das dauert. All diese Kleidungsstücke anziehen. Im Sommer ist es natürlich viel einfacher. Da hat man weniger Kleidung an. Aber das macht nichts. Man kann sich daran schnell gewöhnen. Und in diesem Jahr war ich schon 5-mal am Baikalsee, im Dorf Listwanka, aber noch nie war ich in diesem Jahr im Ort Sludjanka, wo der bekannte Bahnhof liegt. Das muss ich nachholen. Früher war ich dort öfters, als ich die Videos von der Eisenbahn gemacht habe, aber jetzt habe ich dieses Hobby aufs Eis gelegt und mache keine Videos mehr von den Zügen. Ja, so sieht es aus, mein Viertel. Wie ihr weißt, wohne ich jetzt im Viertel Solnitschny in Irkutsk. Die Bäume haben ihre Blätter schon verloren, stehen so nackt, kann man sagen. Dieses Viertel ist vom Wasser umgeben und die Feuchtigkeit ist hier höher als in der Stadt im Vergleich zu dem anderen Viertel, wo ich die letzten Jahre gelebt habe. Das spürt man sofort, wenn der Wind zieht. Die Feuchte steckt im Wind, aber macht nichts. Ich genieße trotzdem das Wasser. Das ist der Fluss Angara, der einzige Fluss, der aus dem Baikalsee ausfließt. Und ich verspüre diese Energie vom Wasser, vom Baikalsee, obwohl der Baikalsee etwa 80 Kilometer von hier gelegen ist. Dieses Viertel gefällt mir trotzdem. Im Sommer bei Hitze ist hier sehr angenehm. Dann zieht es vom Wasser angenehme Abkühlung bei der Hitze. In diesem Viertel stehen überwiegend alte Chruschtschow-Häuser, aber es gibt auch moderne Hochhäuser, aber die Immobilienpreise sind hier höher als in anderen Stadtteilen von Irkutsk. Das will ich ehrlich sagen. Und hier leben viele reiche Menschen, wohlhabende Personen, würde ich mal so sagen. Man kann hier auch teure Autos antreffen. Noch ein paar Worte möchte ich über die Altenheime sagen. Dieses Thema habe ich in meinem vorigen Video angesprochen. In Russland gibt es keine staatlichen Altenheime. In Großstädten gibt es zwar private Altenheime, aber die Pflege kostet dort nicht billig.
Den genauen Preis kann ich leider nicht angeben, habe damit nichts zu tun gehabt und habe davon nichts mitbekommen. Aber in privaten Einrichtungen kostet die Pflege immer teurer. Man will damit ja Geld verdienen. Und da drüben befindet sich die Anlegestelle. Von dort aus fährt das Flächentrageboot Raketa ab zum Dorf Listwanka. Aber jetzt ist das Saison vorbei. Bis Mai, erst ab Mai muss es wieder losgehen. Ja, aber zurück zu Altenheimen. Ja, als Alternative wäre meiner Meinung nach eine Pflegefrau einzustellen. Man kann so eine Pflegefrau privat finden. Man muss mit ihr verhandeln, wie viel Geld sie für die Pflege bekommen will. Aber ich rechne mal mit 200 € als Gehalt im Monat für sie. Und dann kann sie jeden Tag die ältere Person für einige Stunden besuchen, die Arbeit erledigen. So wäre viel. So machen einige Leute das in Russland, habe ich gehört. Aber meistens übernehmen die Kinder die Verantwortung für ihre älteren Eltern. Das ist die Tradition so in Russland. Die Kinder kümmern sich um ihre Eltern. Ja, die Sonne scheint. Ich sehe die Menschen bummeln, aber nicht so viele. Es zieht vom Wasser kühl. Man sitzt wahrscheinlich zu Hause bei der Familie. Aber ich genieße die Sonne, auch wenn es draußen nicht so warm ist, wie ich es haben möchte. Aber im Winter kommt es noch kälter. Deswegen, also alles ist relativ in diesem Leben. Hier rechts befindet sich eine kleine Werft. Hier wird ein Kreuzfahrtschiff gebaut. Was gibt es bei euch Neues? Was passiert in Deutschland, in der Politik und in der Wirtschaft? Schreibt bitte mal in die Kommentare. Ich verfolge das Geschehen in Deutschland und höre keine guten Nachrichten aus Deutschland. Ich hoffe, euch geht es so privat gut im Alltag und ihr lebt in Brot und Butter. Die Hauptsache, eine Unterkunft zu haben und das Geld für das Essen und für die Kleidung. Das ist ein Minimum, das jeder Mensch haben muss, um überhaupt zu überleben.
Ab Mitte Dezember haben wir schon viel Schnee, dann kommt die Weihnachtsstimmung und im Wald bei viel Schnee sieht die Natur besonders schön aus. Dann bekommt man die Weihnachtsstimmung und wenn es klappt, will ich im Winter auch die Insel Olsztyn noch einmal besuchen. Ich war dort schon im Winter, etwa vor 4 Jahren. Viele Touristen kommen im Winter auf die Insel, um das Eis zu genießen, das klare, durchsichtige Eis des Baikalsees. Das Eis ist jetzt ein Magnet für viele Touristen. Jetzt gehe ich durch eine andere Straße, sie heißt Korzowa Straße. Hier stehen ein paar moderne Hochhäuser, aber rechts befindet sich eine teure Siedlung. Sie heißt Kanadisches Dorf. Weiß nicht, warum diese Siedlung diesen Namen bekommen hat. Vermutlich hat man beim Bau die kanadische Bautechnologie benutzt. Die Immobilien kosten hier immer noch teuer. Sie liegt hier am Rande des Viertels Solnitschny, liegt direkt am Wasser und die Lage am Wasser kostet immer Geld, egal in welchem Land. Auch in Deutschland kosten die Häuser am See oder am Ufer viel teurer. Ja, so ungefähr sieht die Siedlung. Die Einrichtung ist hier vermutlich wie in Kanada oder in den USA. Deswegen hat diese Siedlung diesen Namen bekommen. Kanadisches Dorf nennt man diese Siedlung in Irkutsk. Aber auf der anderen Seite, komischerweise, kann man Chruschtschowka-Häuser sehen. Irkutsk ist die Stadt der Kontraste. Ich gehe jetzt weiter und am Ende zeige ich euch meinen beliebten Wohnkomplex namens Symbol. Ihr kennt ihn schon bestimmt, wenn ihr meinen Kanal schon lange verfolgt. Das ist Marschrutka. Viele dicke Autos kann man hier antreffen. Wie gesagt, in diesem Viertel und weiter befinden sich teure Siedlungen und Häuser. Das heißt, viele wohlhabende Menschen leben in dieser Gegend. Das ist die Schule. Ja, hier. Kanadisches Dorf. Sieht aus wie in den USA oder in Kanada, sowas, ja, ähnlich. Gebaut wurden diese Häuser vor 20 Jahren, aber kosten immer noch viel Geld. Auf der anderen Seite kann man günstigere Immobilien finden. Die Sportanlage
sehr vorteilhaft. Man kann laufen, Sport machen. Die älteren Menschen gehen oft dadurch. Noch ein kleines Stück und dann bin ich vor Ort, zeige euch den Wohnkomplex Symbol. Ich gehe nicht nah dran, nur von der Ferne kann ich ihn euch zeigen. Ja, ich bin vor Ort. Da vorne könnt ihr diesen Wohnkomplex Symbol sehen. Für den Kauf einer Wohnung muss man mit 80.000 Euro rechnen, mindestens. Die Lage am Wasser kostet immer Geld. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, diesen Spaziergang mit mir zusammen zu machen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.